Mein Name ist Danlin Nguyen, ich bin Chefärztin und Institutsleiterin am Institut für Radiologie und Nuklearmedizin am Stadtspital Zürich. Wir sind ein Institut, das standortübergreifend arbeitet und sehr interdisziplinär mit einem klaren Fokus, patientenzentriert, mit hochstehender qualitativer Diagnostik und klaren Behandlungspfaden. Das Stadtspital ist breit aufgestellt mit einem zusätzlichen hochspezialisierten Fokus, zum Beispiel auch in der Onkologie, ganz im Namen unserer Patienten. Die Radiologie und Nuklearmedizin bildet hierbei einen klaren zentralen Knotenpunkt von der Diagnostik bis hin zur Therapiefindung und zum Follow-up. MINT-Lesion benutze ich in der Tat schon seit vielen, vielen Jahren. Damals in meiner Zeit im universitären Setting, ganz klar im Rahmen von onkologischen Studien, im Rahmen von Sponsored Initiated Trials. Was ich an MINT-Lesion schon immer sehr geschätzt habe, ist Klarheit, Struktur und eine Systematik ganz entlang den Guidelines. Struktur und Klarheit ist für mich ein Schlüssel, und zwar im Sinne einer guten, transparenten Kommunikation, einerseits mit unseren klinischen Partnern als auch mit unseren Patienten. Dies ist essentiell für einen guten Austausch im Rahmen einer zugeschneiderten, individualisierten Therapie. Im universitären Setting und im Studiensetting liefert MINT-Lesion insbesondere im Rahmen der Studienprotokolle klare Translation der Studienprotokolle in das Assessment. Und Klarheit und Struktur ist genau das, was uns auch im klinischen Alltag wahnsinnig unterstützt. Klarheit in der Kommunikation gegenüber unseren klinischen Partnern, wie auch gegenüber den Patienten. Dies bringt Sicherheit und liefert dann auch im klinischen Alltag genau den Benefit, den wir für unsere Patienten erarbeiten wollen im Rahmen einer guten Diagnostik, einer guten Therapiefindung und Therapie. Strukturierte Befundung im klinischen Alltag ist für mich Qualitätssicherung. Sie bietet uns die Möglichkeit, klar zu kommunizieren, konsistent zu kommunizieren, effizient die Botschaft und vor allem die Informationen, die das Behandlungsteam braucht, klar zu übermitteln und auch die Punkte, die wir transportieren, nachvollziehbar zu machen. Einen besonderen Benefit bietet die strukturierte Befundung zum Beispiel bei Systemtherapien, bei Patienten unter Immunotherapie, wo Therapieverläufe in der Radiologie auch durch Follow-up-Untersuchungen ja festgehalten werden. Klare Kriterien für die Messbarkeit von Strukturen und auch klare Kriterien, wie man die jeweiligen definiert und entsprechend halt verlaufskontrolliert, hilft und unterstützt auch in der weiteren Therapiefindung der Krankheitsverläufe. Was ich im klinischen Alltag besonders schätze, ist Klarheit und Struktur, insbesondere in komplexen Fällen mit Klarheit und Struktur die Komplexität für alle Beteiligten gut verständlich und erreichbar zu machen. Dies hilft insbesondere in so einer solchen Situation bei zum Beispiel komplizierten Tumorverläufen niemals den Überblick zu verlieren und entsprechend mit einer Klarheit und Präzision die Information an die klinischen Kollegen zu übermitteln, die notwendig ist, genau in diesem Moment die richtige Entscheidung treffen zu können.